In diesem Guide zeige ich euch, wie ihr euch die 4 dunklen Operationen-Visitenkarten von Season 3 auf Paradox Junction holt. Die Chronomant- und Neutronomisch-Visitenkarten könnt ihr gut miteinander kombinieren, springt dafür in der Timeline direkt zur Visitenkarte Neutronomisch. So holt ihr euch easy die dunkle Operation-Visitenkarte Nummer 28 Chronomant. Dafür müsst ihr das Easter Egg auf Paradox Junction abschließen und dürft dabei den Teleporter nur einmal benutzen. Macht die Visitenkarte am besten mit mehreren Spielern, da ihr meistens erst so in Runde 45 in den Bosskampf gehen könnt. Erstellt euch für den Boss und um euch selbst wiederbeleben zu können, einen Bauplan für die Pistole Koda. Nutzt den Prestige-Aufsatz, den ihr nach einmal Prestige mit der Waffe freischaltet. Den Waffenbauer-Code findet ihr in der Beschreibung. Nehmt als Zweitwaffe eine mit viel Mobilität. Ich empfehle die MP-MPC 25 mit Prestige-Aufsatz. Den Code findet ihr auch in der Beschreibung. Erstellt euch 2 Kaugummi-Pakete. Nutzt für den Start Totengabe, um mehr Schrott zu bekommen und die Kaugummis Zeitgeschenk und Gratisfeuer. Damit könnt ihr mit dem gratis doppelte Punkte Power-Up mit einer Aktivierung übertrieben viele Punkte machen. Nehmt in das Paket für den Bosskampf Lagerkoller, Regentropfen und Kraftfass, damit ihr eure Kasimir-Granaten und den Ätherschleier öfter auffüllen könnt. Statt Kraftfass ist vor allem Solo Auffüllen noch top, mit dem ihr 5 Minuten lang eure Kasimir-Granaten nach und nach wieder auffüllt. Rüstet für Stehvermögen Waffen hoch, Quarterback und heißer Fuß aus. Für Schnellwiederbelebung äquivalenter Austausch, schnelle Genesung oder karmische Rückkehr und langsamer Tod. Für Juggernog reaktiver Panzer, gehärtete Platten und langlebige Platten. Für Tempo-Cola Munitionszuschuss, Schnellwechsel und schneller Pitcher. Für Gaia-Elixier faulige Aufrüstung, Aasgepäck und pingeliger Esser. Für Todeswahrnehmung 6. Sinn. Für Dr. Niete, Dr. Rutscher, Umweltschützer und Tribologe. Für Eselstritt Freiwurf, voll ausgerüstet und Plattenjäger. Für Todesdaikiri toter Kopf, totes Rennen und toter Satz. Für Doppelschuss doppelte Wirkung, Eiltempo und doppeltes Kaliber. Für Elementallimo, Zitrusfokus, Verwundbohne und Chillbeere. Und für Irrlichtee Maske der Güte, Erweiterung und Zombie-Sitter. Rüstet für den Tote Leitung Munitionsmod Blitzschlag, Dynamik und Erweiterung aus. Nutzt den Mod für eure Waffe mit hoher Mobilität. Rüstet für hirnvolle beißende Dämpfe, Erweiterung und Dynamik aus. Nutzt den Mod für Decoder und gegen Mimiker. Rüstet für den Bosskampf den Ätherschleier mit Äthersprint oder im Koop Gruppenschleier, Extraladung und Erweiterung aus. Spielt am besten auf Reliktstufe 2, um die goldene Panzerung und Waffenseltenheit Ultra freizuschalten. Aktiviert, wenn ihr Kaugummis für Extras wie Extrasüchtig oder aufs Haus benutzt, am besten die Virlkugel, Spinnenbeute und Matroschka-Puppe. Aktiviert sonst die Relikte Drachenflügel, Teddybär, Spinnenbeute und die Matroschka-Puppe. Ihr findet die Coda im normalen Nuketown vor dem grünen Haus. Macht immer vor jeder Munitionsrunde alle Schritte für das Easter Egg, die ihr machen könnt. Ich zeige euch hier nur die optimale Reihenfolge und ein paar Tipps, um so früh wie möglich zum Boss zu kommen, aber erkläre die Schritte nicht genauer. Einen kompletten Guide zum Easter Egg findet ihr in der Beschreibung. Startet immer sofort die TED-Aufgaben, damit ihr so früh wie möglich alle dauerhaften Extras und Schrott ansammelt. Beendet die TED-Aufgaben in Munitionsrunden immer in der Nähe vom Terminal, damit ihr die Belohnung noch einsammeln könnt, bevor ihr teleportiert werdet. Nutzt im Verflucht-Modus Körpertreffer mit schwachen Waffen, um euch immer wieder das nötige Geld zu holen. Spielt ihr Solo, behaltet für den Bosskampf für den Step, indem ihr die gequälten Zombies zu den Schleimhaufen bringen müsst, eine Jüngerinjektion, wenn ihr eine findet. Die erste Munitionsrunde kommt zwischen Runde 5 und 7. Die nächste kommt dann immer nach 5 bis 7 Runden. Holt euch den Truckschlüssel. Holt euch das Reagenzglas und dann die Säure. Schaut, wo ihr die Blunderget-Teile hört. Falls ihr bei den Puppen, Wänden oder Zysten kein Summen hört, ist das jeweilige Teil in der Trinity Avenue. Holt beim ersten Besuch im normalen Nuketown die Schaukel. Holt euch das Dichtungsmittel für die Blunderget. Kippt über die richtige Schaufensterpuppe die Säure für den Schlagbolzen. Sprengt die Wand für den Schaft. Aktiviert Pack-a-Punch. Holt bei eurem zweiten Besuch im zerstörten Nuketown die restlichen Teile für die Blunderget. Baut und nehmt die Blunderget. Holt euch aus der Garage die Kreide. Platziert die Schaukel und die Kreide. Holt euch nach der Sequenz mit den Zwillingen die verstrahlte Saat. Schaut jede Runde nach gequälten Zombies in Feuertornados.
Habt ihr einen gefunden, holt euch, falls ihr Elementarlimo habt, einen Munitionsmod, der keinen Schaden macht, wie Lichtheilung. Holt euch das Irrlicht-Tee und Todeswahrnehmung extra. Kauft, falls sie nicht im zerstörten Yukton sind, Extras, bis der Wunderfiss in der Trinity Avenue erscheint. Solo braucht ihr dafür 4 Extras und Koop ein paar mehr. Lasst euer Irrlicht erscheinen und holt euch die Brille. Euer Irrlicht hat ca. 5 Minuten Abklingzeit, bis es wieder erscheinen kann. Killt alle bis auf einen Zombie und lasst das Irrlicht auf den letzten aufpassen. Sammelt dann noch das Headset ein. Bringt dann in Ruhe den gequälten Zombie zur Werkbank und killt ihn in der Nähe mit der Blundergat. Macht das immer, sobald ihr einen findet. Beendet die Runde immer erst, sobald ihr den gequälten Zombie bei der Werkbank gekillt habt. So kann in der nächsten Runde mit Glück wieder einer spawnen. Beim ersten Besuch im zerstörten Yukton findet ihr meistens 1 bis 2. Holt euch eine Psychotropgranate. Lasst 4 Runden, nachdem die letzte Munitionsrunde war, einen Zombie am Leben. Geht in den Garten vom grünen Haus und bleibt dort, bis die Klavierlehrerin spawnt. Beendet dann schnell die Runden, bis die nächste Munitionsrunde kommt. Die Lehrerin spawnt erst, nachdem ihr die Schaukel und Kreide platziert habt, und sie spawnt nicht in Munitionsrunden. Sie bleibt dann ca. 3 Minuten, bis sie wieder verschwindet. Mutiert die Klavierlehrerin, wenn nur noch wenige Köter übrig sind. Killt dann schnell die letzten Köter. Das Klavier sollte jetzt im normalen Yukton offen sein. Pflanzt beim zweiten Besuch im normalen Yukton die Saat ein. Füttert den Baum mit Seelen durch Kills mit der Blundergat. Platziert das Headset und die Brille in der Spielzeugkiste. Holt euch beim dritten Besuch im zerstörten Yukton eine Kampfaxt. Holt euch damit beim Baum 3 Holzstücke. Zählt, wie oft die 8 Noten blinken und aktiviert sie in aufsteigender Reihenfolge. Achtet wieder jede Runde auf einen gequälten Zombie im Feuertornado und füttert damit die Werkbank. Ihr solltet bei diesem Besuch im zerstörten Yukton die Werkbank mit den 3 Seelen gefüttert haben. Legt beim dritten Besuch im normalen Yukton die Holzscheite in den Kamin im gelben Haus und entzündet sie mit einem Molotow. Spielt die Tasten 8, 6, 7, 5, 6, 5, 3, 5 auf dem Klavier. Legt die Blundergat in die Werkbank. Lasst euer Irrlicht auf einen Zombie aufpassen und macht ab Runde 25 das Puppenkopf-Easter Egg. Holt euch spätestens jetzt die Coda und eine Zweitwaffe mit viel Mobilität für den Bosskampf. Holt euch beim vierten Besuch im zerstörten Yukton die Thundergat aus der Werkbank. Schießt den Ball auf das Kreuz im Garten vom grünen Haus. Schießt im Garten vom grünen oder gelben Haus außerhalb der Karte 3 schwebende Zombies ab. Stellt euch, bevor ihr wieder teleportiert werdet, auf das Kreuz vor der Sackgasse in der Trinity Avenue. Macht bei eurem vierten Besuch im normalen Yukton die 3 Spiele der Zwillinge. Eskortiert dann die goldenen Teile, die nach den Spielen erscheinen. Schießt beim 5. Besuch im zerstörten Yukton auf die Zeiger der Uhr, bis beide auf 0 stehen. Hier lohnt es sich am meisten, das eine Mal den Teleporter zu benutzen, damit ihr vor Runde 50 in den Bosskampf kommt. Stellt euch, falls ihr den Teleport schon genutzt habt, in der nächsten Munitionsrunde in die Nähe der Uhr. Schießt, sobald ihr die Teleport-Animation seht, auf den Zeiger, damit er sich auf die 1 bewegt. Folgt jetzt im normalen Yukton der Lichtkugel bis zur Schaukel und bereitet euch auf den Bosskampf vor. Holt euch für eure Waffe mit viel Mobilität tote Leitung und für die Coda Hirnfäule. Verbessert eure Waffen so hoch es geht. Wenn ihr nur eine Waffe auf Seltenheit Ultra bekommt, verbessert nur die Coda. Holt euch die Jünger-Injektion, die goldene Panzerung, Kasimir-Granaten, ein Selbstwiederbelebungskit und eure Kaugummis. Ihr solltet jetzt, wenn ihr den Teleporter nur einmal benutzt habt, ca. Runde 45 sein. Sonst seid ihr so in Runde 50. Nutzt Solo den Auffüllen-Kaugummi, wenn möglich frühestens in der zweiten Verteidigungsphase, falls euch die Kasimir-Granaten ausgehen. Noch besser ist, wenn ihr ihn erst in der Phase benutzt, in der ihr die gequälten Zombies zu den Schleimhaufen bringen und dort killen müsst. Zieht erst alle Zombies in der Trinity Avenue. Wartet, bis ein gequälter Zombie nah genug beim mittleren Schleimhaufen ist und killt ihn. Sammelt dann wieder alle Zombies hinter euch. Killt dann schnell, sobald keine mehr spawnen, alle Mimiker. Werft eine Kasimir-Granate in die Richtung, wo normal Pack-a-Punch steht und bringt den gequälten Zombie schnell zu einem der übrigen Schleimhaufen. Nutzt für den letzten Schleimhaufen dann eure Jünger-Injektion. Einen kompletten Guide und ein ganzes Gameplay zum Bosskampf findet ihr in der Beschreibung.
Habt ihr den Boss besiegt, erhaltet ihr die Visitenkarte. Mit dieser Taktik schafft auch ihr die dunkle Operationen-Visitenkarte Nummer 29 neutronomisch. Dafür müsst ihr in Runde 100 oder höher das Paradox Junction Easter Egg abschließen. Mit dem gezeigten Loadout seid ihr extrem schnell und schockt und betäubt dauernd alle Zombies in eurer Umgebung. Ihr könnt die Visitenkarte gut mit der Visitenkarte Nummer 28 Chronomant kombinieren. Dafür müsst ihr das Easter Egg abschließen, ohne den Teleporter zu benutzen. Erstellt euch zuerst einen Bauplan für die MP MPC 25. Den Waffenbauer-Code findet ihr in der Beschreibung. Beachtet, dass ihr einmal Prestige mit der Waffe gemacht haben müsst und alle gezeigten Aufsätze freigeschaltet habt. Erstellt euch danach einen Bauplan für die Pistole Koda. Nutzt auch hier den Prestige-Aufsatz, den ihr nach einmal Prestige freischaltet. Den Code findet ihr auch in der Beschreibung. Erstellt euch 2 Kaugummi-Pakete. Nutzt für den Start Totengabe, um Schrott für High Rounds zu sammeln. Nutzt zusätzlich Nachgeschmack oder Kaugummis, mit denen ihr Extras bekommt, damit ihr so früh wie möglich alle dauerhaften Extras habt. Nehmt für das Paket für den Bosskampf Lagerkoller, Regentropfen und Kraftfass mit, damit ihr eure Kasimir-Granaten und den Ätherschleier öfter auffüllen könnt. Rüstet für Stehvermögen Waffen hoch, Quarterback und heißer Fuß aus. Für Schnellwiederbelebung äquivalenter Austausch, schnelle Genesung oder karmische Rückkehr und langsamer Tod. Für Juggernog reaktiver Panzer, gehärtete Platten und langlebige Platten. Für Tempo-Cola Munitionszuschuss, Schnellwechsel und schneller Pitcher. Für Gaia-Elixier faulige Aufrüstung, Aasgepäck und pingeliger Esser. Für Todeswahrnehmung 6. Sinn. Für Dr. Niete, Dr. Rutscher, Umweltschützer und Tribologe. Für Eselstritt Freiwurf, voll ausgerüstet und Plattenjäger. Für Todesdaikiri toter Kopf, Todesrennen und toter Satz. Für Doppelschuss, doppelte Wirkung, Eiltempo und doppeltes Kaliber. Für Elementarlimo, Elektrokirsche, Verwundbohne und Chillbeere. Und für Irrlichtee Maske der Güte, Erweiterung und Dynamik. Rüstet für den Tote-Leitung Munitionsmod Blitzschlag, Dynamik und Erweiterung aus. Nutzt den Mod für den Bosskampf. Rüstet für Feuerwerk irgendeine große Augmentierung, Sternlicht und kurze Lunte aus. Nutzt den Mod für High Rounds. Rüstet für hirnvolle beißende Dämpfe, Erweiterung und Dynamik aus. Nutzt den Mod gegen Mimiker und den High Rounds. Rüstet für High Rounds die Giftpflanzen-Feldaufrüstung mit Nesselstoff, grüner Daumen und Extraladung aus. Und für den Bosskampf den Ätherschleier mit Äthersprint oder im Koop Gruppenschleier, Extraladung und Erweiterung. Spielt am besten mit 4 Spielern und plant genug Zeit ein, bis zum Bosskampf dauert es ungefähr 5 Stunden. Spielt bis zum Bosskampf am besten so, dass alle bis auf einen die Giftpflanzen nutzen und einer den Ätherschleier behält, um im Notfall alle wiederzubeleben. Startet den Verflucht-Modus auf Paradox Junction. Aktiviert so viele Relikte, damit Reliktstufe 2 aktiv ist, um die goldene Panzerung und Waffenseltenheit ultra freizuschalten. Holt euch die MP aus der Kiste und kauft euch die Koda im normalen Nuketown vor dem grünen Haus. Ihr seid mit der MP extrem schnell und schießt auch ohne zu zielen präzise. Ihr seid damit schneller als mit dem Messer und fast schneller als die Strahlenköter, sodass sie euch kaum treffen. Ihr bekommt beim Nachladen einen Temposchub durch die Tempo-Cola Augmentierung Munitionszuschuss. Je leerer euer Magazin ist, desto stärker ist der Temposchub. Ihr könnt auch während dem Sprinten schießen, wegen der Stehvermögen Augmentierung Waffen hoch. Killt Zombies mit Ausrüstung, um durch heißer Fuß einen noch stärkeren Geschwindigkeitsschub zu bekommen. Belebt ihr einen Kameraden wieder, seid ihr wegen der Schnellwiederbelebung Augmentierung schnelle Genesung fast mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Macht alle Schritte für das Easter Egg. Vergesst nicht, dass ihr den Teleporter nicht benutzen dürft, wenn ihr euch auch die Chronomant-Visitenkarte holen wollt. Schaut daher immer, dass ihr alle möglichen Schritte bis zur nächsten Munitionsrunde, die alle 6 bis 7 Runden kommt, abgeschlossen habt. Stellt euch in höheren Runden alle zusammen an der Trinity Avenue bei der Garage in die Ecke. Schaut, dass ihr die goldene Panzerung, den Feuerwerk und hirnvolle Munitionsmod und alle Extras habt. Macht auch immer die TED-Aufgaben, um euch so früh wie möglich alle dauerhaften Extras zu holen. Sobald eine Panzerplatte zerstört wird, werden wegen der Juggernog-Augmentierung reaktiver Panzer alle Zombies in der Nähe betäubt. Die goldene Panzerung fängt immer an, wenn ihr 5 Sekunden keinen Schaden nehmt, eine neue Platte zu generieren. Schockt zusätzlich alle Zombies beim Nachladen durch die Elektrokirsche Augmentierung von Elementarlimo.
Platziert nacheinander schräg Giftpflanzen und stellt euch so hin, dass die Zombies in einer Linie auf euch zulaufen. Haltet dauernd in einer Linie drauf und wechselt regelmäßig die Waffen, um Munitionsmods auszulösen. Hier ist auch der aufgeladene Schuss der Thundergat ganz gut. Stellt euch immer wieder in die Gaswolken, die durch die Gaia-Elixier-Augmentierung faulige Aufrüstung erscheinen, um eure Feldaufrüstung aufzuladen. Werft Kasimir-Granaten, wenn es eng wird. Konzentriert euch immer auf Mimiker, sobald einer spawnt. Habt ihr in höheren Runden noch viel Schrott übrig und eure beiden Waffen schon auf Ultra, kauft immer wieder Geschütze und Kasimir-Granaten, um die Runden schneller zu beenden. Nutzt sonst den Lagerkoller-Kaugummi, um eure Kasimir-Granaten wieder aufzuladen. Holt euch ab Runde 100 alle die empfohlenen Kaugummis für den Bosskampf. Rüstet Tote Leitung bei der MP und Hirnfäule bei der Koda aus. Holt euch 3 Kasimir-Granaten und Molotovs. Mit den Molotovs könnt ihr Feuertornados beim Bosskampf blockieren. Holt euch dann noch ein Selbstwiederbelebungskit und eine Kriegsmaschine und startet den Bosskampf. Ein komplettes Gameplay zum Bosskampf ab Runde 100 findet ihr in der Beschreibung. Zusätzlich habe ich das Loadout Solo mit aktivem Krawallstarter beim Boss getestet. Auch das findet ihr in der Beschreibung. Beim Bosskampf ab Runde 100 spawnen schon ab der ersten Phase Mimiker. Benutzt immer die Koda mit Hirnfäule, um sie schnell zu killen. Konzentriert euch danach zuerst auf die Strahlenköter und dann auf Zombies. Rutscht durch Giftpfützen, um durch die Umweltschützer-Augmentierung von Dr. Niete keinen Schaden zu bekommen. Zieht die Zombies am Anfang auf der großen freien Fläche beim Boss und lauft dann nacheinander zu den Zysten, um sie mit Seelen zu füllen. Sprecht euch beim Verteidigen der Zwillinge ab, wer Kasimir-Granaten wirft. Es reichen, wenn ihr noch ein bisschen mitschießt, 2 Kasimir-Granaten pro Verteidigungsbot. Konzentriert euch, während die Kasimir-Granate aktiv ist, nur auf die Mimiker. Schießt down mit der MP, um die Zombies in der Umgebung mit dem Tote-Leitung-Mod zu schocken. Rutscht in Zombies, um sie schnell zu killen und Zombies in der Nähe umzuwerfen. Nutzt sonst für die Verteidigungsphasen noch die Kriegsmaschine. Nutzt Lagerkoller, wenn euch die Kasimir-Granaten ausgehen. Nutzt Kraftfass, wenn euer Ätherschleier leer ist. Nutzt den Ätherschleier nur im Notfall, damit ihr alle wieder beleben könnt. Hebt ihn euch sonst für die Schadensphase auf. Aktiviert in jeder Schadensphase den Ätherschleier. Stellt euch so hin, dass ihr den Weg vor euch mit einem Molotow blockieren könnt, damit keine Feuertornados durchkommen. Schießt dann in Ruhe auf den Boss. Nutzt, um Schaden zu machen, die Koda statt der MP. Werft in jeder Schadensphase auch eure restlichen Kasimir-Granaten. Nutzt pro Schadensphase einen Regentropfen-Kaugummi, sobald eure Kasimir-Granaten leer sind und ihr keinen Ätherschleier mehr habt, um weiter in Ruhe auf den Boss schießen zu können. Vergesst nach jeder Schadensphase nicht das maximale Munition-Power-Up einzusammeln. Wiederholt das Ganze in Phase 2. Achtet zusätzlich auf das Herz, das Feuerbälle in euer Gebiet schießt. Bringt in Phase 3 jeweils einen gequälten Zombie zu jedem der 3 Schleimhaufen und killt ihn, sobald sich ein Strahl verbindet. Zieht dafür alle bis auf einen Spieler Zombies in der Trinity Avenue und killt keine Zombies. Ein Spieler kann dann beim Boss bleiben, bis ein gequälter Zombie spawnt und einen nach dem anderen in Ruhe zu den 3 Schleimhaufen bringen. Achtet in Phase 3 beim Verteidigen der Zwillinge zusätzlich auf Feuertornados. Blockiert sie mit Molotovs oder lockt sie weg, indem ihr das Gebiet kurz verlasst. Nutzt in der letzten Schadensphase dann alles, was ihr noch habt. Habt ihr den Boss besiegt, erhaltet ihr die Visitenkarten. So holt euch die dunkle Operation Visitenkarte Nummer 30 voll Bombe. Dafür müsst ihr das Paradox Junction Easter Egg mit mindestens den Relikten Rakete, Beschwörungsschlüssel und Mänglerhelm abschließen. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr euch die Relikte holt, findet ihr Guides dazu in der Beschreibung. Rüstet den wilden Wächter aus. Erstellt euch eine Bauart für die Pistole Koda. Einen Waffenbauart-Code mit meinem Loadout findet ihr in der Beschreibung. Ihr müsst für die Aufsätze einmal Prestige mit der Waffe gemacht haben und alle gezeigten Aufsätze freigeschaltet haben. Erstellt euch 2 Kaugummi-Pakete. Nehmt für den Anfang Panzerbeschaffung und Schildbürger mit. Spielt ihr im Koop mit mehr als 2 Spielern, nehmt euch noch geheime Kraft mit. Und für den Bosskampf die Kaugummis auffüllen, Lagerkoller und Gratisfeuer. Alternativ könnt ihr Lagerkoller durch Regentropfen ersetzen und Koop statt Gratisfeuer Nahtoderfahrung nehmen. Rüstet für Juggernog die Augmentierungen probiotisch, gehärtete Platten und langlebige Platten aus. Für Todeswahrnehmung 6. Sinn. Für Gaia-Elixier faulige Aufrüstung, Aasgepäck und pingeliger Esser. Für Dr. Niete, Dr. Rutscher, Umweltschützer und Tribologe. Für Eselstritt Freiwurf, Gratisbeigabe und voll ausgerüstet.
für Todesdaikiri toter Kopf, totes Rennen und toter Satz. Für Elementarlimo unbeugsamer Pfirsich, Verwundbohne und Chillbeere. Und für Illichtee Maske der Güte, Erweiterung und Dynamik. Rüstet für den wilden Wächter die Augmentierungen Rasendes Feuer, Erweiterung und doppelte Lage aus. Rüstet für Lichtheilung, Auffrischung, längeres Leben und zusätzliche Stärke aus. Damit lassen Zombies, wenn ihr Elementarlimo habt, manchmal eine Lichtkugel fallen, die eure Gesundheit überlädt. Und für Splitter Explosion, Explosionsreparatur, Explosionsschub und Durchbruch. Dadurch stellt ihr Panzerung wieder her, wenn damit eine Explosion ausgelöst und feindliche Panzerung zerstört wird. Aktiviert die Relikte Rakete, Beschwörungsschlüssel und Mänglerhelm. Mit den Relikten könnt ihr euch keine Punkteserien kaufen, das Arsenal nicht benutzen und Zombies explodieren, wenn sie sterben, machen euch Schaden und hauen Zombies in der Nähe um. Nutzt direkt am Anfang den Kaugummi Panzerbeschaffung, damit euch die Explosionen von Zombies nicht so viel Schaden machen, oder kauft sie euch so früh es geht. Holt euch dann noch so früh es geht Juggernog und schnell Wiederbelebung. Um euch einen zufälligen Munitionsmod zu holen, könnt ihr eine TED-Aufgabe auf Episch abschließen. Nutzt, falls es mal knapp wird, den wilden Wächter. Damit könnt ihr euch wieder freischießen und überlebt so die Explosionen. Macht alle Schritte für das Haupt-Easter Egg. Macht erst ab Runde 25 das Easter Egg mit dem schwebenden Puppenkopf, um 2 Ätherkristalle auf Stufe 3 und 2 legendäre Ätherwerkzeuge zu bekommen. Falls ihr nicht wisst, wie das Easter Egg geht, findet ihr einen Guide in der Beschreibung. Holt euch, bevor ihr sie einsammelt, im normalen Jukton die Pistole Koda für den Bosskampf und verbessert sie damit. Holt euch die goldene Panzerung, Kasimir-Granaten und die Kaugummis für den Bosskampf. Besiegt ihr dann mit den aktiven Relikten den Boss, bekommt ihr die Visitenkarte. Einen ausführlichen Guide zum Paradox Junction Easter Egg findet ihr in der Beschreibung. So holt euch die dunkle Operationen-Visitenkarte Nummer 31 Relativität. Dafür müsst ihr das Paradox Junction Easter Egg in weniger als einer Stunde abschließen. Spielt dafür am besten Koop, um euch die Easter Egg Schritte aufteilen zu können. Ihr dürft euch nur wenig Fehler erlauben, sonst schafft ihr es zeitlich nicht. Nehmt euch für den Anfang Kaugummis mit, die euch Geld bringen oder sparen, und lasst so bis Runde 20 den Krawallstarter aktiv. Macht immer Pause, wenn ihr etwas nachschauen oder notieren müsst. Die Pausen zählen nicht zur Spielzeit. Legt euch was zum Notieren für den Step bereit, wo ihr die 8 Noten in richtiger Reihenfolge aktivieren müsst. So spart ihr euch ein paar Minuten wildes Hin- und Herlaufen. Ich lasse euch jetzt noch ein komplettes kommentarloses Gameplay im Koop Speedrun durchlaufen, in dem wir uns die Visitenkarte geholt haben. Wo ich herkomme, zahlt man einen hohen Preis, wenn man die Sklaven eines anderen stiehlt. Ihr habt jetzt alle Zeit der Welt, um euer Handeln zu bereuen. Ground Zero. Mein Gott, das Karma mich doch noch erwischt. Und doch schaffst du es, meine zu verschwenden. Wenn du mir eine Lektion erteilen willst, Mann in Schwarz, dann habe ich sie wohl verstanden. Aus der Nähe betrachtet wirkt nukleare Verbindung ähnlich. Taschentuch zu viel verlangt? Oh, wie aufregend. Oder auch nicht. Ständig tot. Es könnte gut sein oder schlecht. Genau wie Intimität.
Zu einer Zeit und an einem Ort. Ja, das alles ist, was soll ich sagen, trist. Eher trostlos. Das kommt davon, wenn man sein Synonymwörterbuch in der Heimatdimension vergisst. Vollständige zeitliche Migration. Wurde sie endlich erforscht? Brillant! Das war nur Glück. Wie wunderbar verstörend. Wie Rasierklingen in einem Paradiesapfel. Oh nein, jetzt ist es kaputt. Das wird er. Spielverderber. Schicke Abgranate. Diese Kinder sind auf jeden Fall eine Bereicherung für unsere lustige Bande. Wenn wir einen Clown finden, schmeiße ich eine höllische Geburtstagsfeier. Welch flammende Dramatik. Gefällt mir. Fast so unverschämt wie ich. Ich lasse mich nicht gern in den Sie hat Schatten recht stellen. gehabt. Ich weiß ja nichts. Verdammt, Zeitschleifen verderben einem den ganzen Spaß. Ich habe keine Ausrüstung, um zu berechnen, wie das alles funktioniert. Nicht mal meinen kleinen Schraubenzieher Eddie. Der Doktor ist da! Na, ich versuche, meine Freude zu verbergen. Dürfte nicht schwer sein. Menschlich ist mein zweitliebstes Gefühl. Nicht wahr, kleiner Eddie? Ich kann kaum erwarten, was du damit anstellst. Es wird noch viel Blut fließen. Hurra! Ich wollte schon immer Menschen helfen. Was friert da deine Zehen ein? Ey! Gibt es hier eigentlich Totengräber? Falls ja, haben sie sicher hoch. Schmerzen gehören zum Leben und zum Tod.
Kauen bis zum Umfallen? Ich verzichte dankend. Hier ist ein Extra-Automat. Tee ist bei den Briten sehr beliebt. Vermutlich, weil sie ihn gestohlen haben. Soll ich kauen oder schlucken? Fragen über Fragen. Spritzerei macht etwas mit mir, das bloße Wissenschaften nicht erklären kann. Ich bin glücklich. Sieht man mir das an? Marshmallows rösten. Bitte. Es ist immer kalt. Hallo, Dummerchen. Willkommen im Team. Das sieht als eine Kreuzung aus einem Aal und einem Blattfisch. Was ist da drin? Zweifellos grauenhaftes Zeug. Versammelt euch alle vor mir! Schade. Ich hab's eher mit Komfort als mit Tempo.
Und auch zu sterben. Ah, der Tisch ist gedeckt. Für Mord. Dein freier Wille wurde entfernt. Meiner ist sowieso besser. Am liebsten würde ich mich immer bewegen können, ohne dass man mich sieht. Doppelte Pause. Und dann sagen Sie, mit Betrug brächte man es nicht weit. So schlecht aus. Betrachte das als deine Autopsie. Willkommen! Maximale Panzerung. Ich bin eine Vernichtungswaffe. Zufallsnetzwerk. Nein, zurück! Baust du da? Was Tödliches? Vielleicht kannst du Spielzeuge bauen. Je größer sie sind, desto härter fallen sie auf. Gut. Aktuell besteht kein Grund, meiner Unzufriedenheit aufzufahren. Sie haben die perfekte Umgebung für die Kernfamilie erschaffen.
ist nur natürlich, dass eine derart große Macht mir genügt. Benutze Täuschgranate. Ich bekomme geradezu ein Gefühl von Manie. Oh je, ich glaube, er ist ein wenig verwirrt. Wie Lämmer zur Schlachtbank. Tote Lämmer. Manche verdienen den Luxus, einen Kopf zu haben, nicht? Täuschgranate ist raus. Platz der Gegenwart, auf Wiedersehen. Perfektion kann perfektioniert werden. Ich bin der lebende Beweis. Schön vorsichtig damit. Ich bezweifle, dass wir einen Zahnarzt dabei haben. Wir versuchen es mit anderen Methoden. Wenn du brav bist, nehme ich dir vielleicht persönlich deinen Bericht. So wenig Zeit.
nicht so schlecht aus. Mich bangt es, was ihr ungebildeten Trottel als gute Musik bezeichnet. Der Erfolg mag sein eigener Preis sein, aber ich bevorzuge Geld. Welcher bist du überhaupt? Schlaf, Kindlein, schlaf. Es war einmal ein Schaf. Das zog sich etwas Kobalt rein. Nun hat es blaue Äugelein. Ah ja, Astragaloi. Ein echter Blutsport. Wäre es zu viel verlangt, von euch zu erwarten, den Takt zu halten?
Lege Wegpunkt. Der Güte verglichen mit einem langsamen Tod durch Strahlung. Wegpunkt markiert. Bewegung. Kennzeichnung Beute. Wer ist bereit für einen akuten Fall vom Tinnitus? Offenbar guten Dinge 3. Wo sind meine anderen tollen Sachen? Da ist verfaultes Schwein. Lege Wegpunkt. Wegpunkt markiert. Bewegung. Manche sehen nur Verwüstung und Zerstörung. Ich sehe Erfolg. Ist hoffentlich besser, als Schweine zu stinken.
Große Täuschgranate. Den nicht töten. Könnte nützlich sein. So leichte Beute. Ich vermisse eine gute Jagd. Ich fühle mich besser. Besser als was? Weiß ich nicht. Das dunkle Herz wird es nicht mögen, aber du schon. Schmeckt sogar nach Tod. Ganz weich, nur Säugling wehtun. Und wenn es weg ist, können wir abhauen. Willkommen im Team. Wenn du brav bist, nehme ich dir vielleicht persönlich deinen Bericht.
Beispiel. Kontrolle über Zeit und Wetter. Da werde ich neidisch. Was heilig ist. Diese Verräter werden meinen Zorn spüren. Danke für dein Opfer, du abscheuliche Tragödie. Verhindern, dass die Monster uns ablenken. Die gefährlichste Kreatur hier bin gegenwärtig ich. Oh je, ich glaube, er ist ein wenig verwirrt.
Ich bin schmerzlich verärgert. Geschafft! Das Herz steht still! Meine! Der Kampf gegen das